Wenn man sich mit dem Höhentraining beim Trompetespielen beschäftigt, kommt man ja auf viele Hilfsmittelchen. Der Einstieg ist meistens gemacht mit dem Bleistift. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, die Spitze bzw. auch die hintere Seite. Man kommt unweigerlich zum Beispiel auch auf das CTS-System. Dann gibt es noch Pete, Lippenexpander von Jericho und so weiter und so fort. Also erstmal vorweg geschickt, es hilft natürlich nichts, nur diese Übungen zu machen, man muss schon Trompete spielen. Aber wenn man sich dann speziell mit dem Thema Höhe beschäftigt, dann kann man letztendlich die Technik, die man hier hat, in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Die genannten Trainingsgeräte, wie sie hier liegen oder Pete und so weiter und so fort, benutzt man, um eben Muskelkraft aufzubauen. Es geht darum, dass man die Muskulatur aktiviert bzw. auch über einen längeren Zeitraum anspannt und dementsprechend Kraft und Ausdauer trainiert. Natürlich überträgt man das dann wieder auf die Trompete. Wichtig bei solchen Trainings ist immer, dass du erst Trompete spielst und am Ende on top noch deine Muskelübungen mit den jeweiligen Gerätschaften machst. Wichtig ist auch immer, dass wir uns nicht totdrücken. Das heißt, wir trainieren kleine Bereiche, wie zum Beispiel Muskulatur. Oder wenn es beim CTS-System zum Beispiel, wenn es da um das Höhentraining geht, lernen wir letztendlich ja, wie drücke ich Luft aus der Mundhöhle raus. Da geht es nicht darum, dass man hier Druck ohne Ende aufbaut im Körper und so weiter, sondern wir haben eine gewisse Menge Luft in unserer Mundhöhle und die versuchen wir eben jetzt rauszudrücken. Wir drücken das natürlich in unser Mundstück und somit sieht man auf der Skala letztendlich auch, was hier passiert. Also es darf kein immenser Druck im Körper, im Kopf passieren, sondern es passiert in der Mundhöhle. Und man lernt hier auch genau das zu separieren. Also nicht als ob man irgendwas Schweres hochhebt, sondern ich drücke Luft aus der Mundhöhle ins Mundstück bzw. in das CTS-System. Und dann schlägt die Skala eben dementsprechend aus. Wenn man es jetzt falsch macht, dann erzeugt es genau diesen Druck eben im Körper und im Kopf. Muss man aufpassen, dass man es richtig macht. Achtung, nicht falsch machen, am besten auch gut informieren, wie das Ganze funktioniert. Und letztendlich geht es auch darum, dass man dann seine Zungenposition trainiert, die unterschiedlichen Einteilungen, also offene Mundhöhle, halb eingeschränkt und eng. Das macht die Zunge letztendlich und dass man auch dran denkt, dass es ja nicht die Luftmenge ist, die uns nach oben bringt, sondern die Art und Weise, wie diese ins Instrument, ins Mundstück fließt. Es geht nicht darum, dass man ohne Ende Mengen an Luft ins Instrument powert. Das hat immer den Effekt, dass es eben laut wird. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Höhe trainieren möchtest, und das ist immer ganz individuell, für manche ist es A2 schon hoher Ton, manche das C3 und manche eben oben drüber. Und da geht es eben darum, dass du deine Technik findest, die dich nach oben bringt. Da gibt es die Übung von Stamp, da gibt es auch Colin-Übungen, da gibt es ohne Ende Literatur, die du dafür verwenden kannst, um eben deine Höhe zu trainieren. Manche machen es punktuell, zum Beispiel mit dem Übertrag in die Oktave. G1, G2, G3. Oder manche spielen auch eine Skala, also eine Tonleiter nach oben und wieder nach unten. Oder eben andere Übungen, also dass wir immer in die Anspannung und in die Entspannung gehen. Da hat jeder so seine Vorlieben, beziehungsweise man muss eben Übungen finden, die genau das trainieren, was man eben trainieren möchte. Wenn du es zum Beispiel mit dem CTS-System machst, dann baust du ja Druck in der Mundhöhle auf und gibst diese nach außen. Beim Trompetespielen gibst du ja Luft aus der Lunge nach außen. Ja, aber du lernst letztendlich, was die Zunge macht, dass die Lippen, die Muskulatur diesem hohen Druck standhalten können. Und dann, wenn du das überträgst aufs Instrument, kannst du es eben dann so machen, dass du genau das, was du gerade eben trainiert hast, aufs Instrument überträgst. Und dann hast du letztendlich diese Technik gleich praktisch umgesetzt. Natürlich individuell von deinen Tonhöhen. Ich habe es jetzt einfach mal anhand von dem G gemacht, weil da sind einfach die Unterschiede sehr stark zu hören. Und man merkt auch richtig, wie die Muskulatur standhält, wie die Zungenposition oben vorne ganz, ganz eng ist und die Luft dann rausschießt fast schon, wie so ein Laser. Es ist keine Masse an Luft, sondern es ist richtig so ein ganz dünner Strahl, der da auf unsere Lippen trifft und dementsprechend dann die Frequenz aufs Instrument überträgt. Wenn du jetzt aber andere Übungen machst, wie zum Beispiel dieses Tonleiterartige Spiel, dann achte immer darauf, dass du bis zu deinem spitzen Ton gehst. Die Übung fängt natürlich tiefer an, dann spielst du bis zum gewissen Ton und wieder zurück. Die nächste Übung, kurze Zwischenzeit, ausatmen, lockern und so weiter, Halbton höher, Halbton höher, Halbton höher. Und das bringt uns dann letztendlich immer dazu, dass wir dann diese Anspannung trainieren und dieses Entspannen. Wie fließt die Luft dabei? Es ist, und da musst du aufpassen, nie dieses, sondern es ist immer dieses
und dann bist du wieder in der Mittellage. Zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Also du baust letztendlich dann diese Übung in der Mitte als Spitzenton immer weiter nach oben aus. Und so bekommst du letztendlich einen Werkzeugkasten, der dein Höhentraining eben insgesamt ein bisschen spezialisiert. Was trainiere ich heute? Lerne ich Spitzentöne zu erreichen oder lerne ich hohe Töne in der Phrase zu spielen? Wie trainiere ich meinen Ansatz? Wie kann ich mehr Kraft aufbauen? Ne? Die Hilfsmittel hier vom Bleistift angefangen über Peak bis zum Lippenexpander CTS-System. Achte immer darauf, dass wenn du mit diesen Gerätschaften trainierst, dass du es richtig machst. Also nicht diese Hauruck-Methode und ausgepackt und raus, sondern ruhig auch mal die Beschreibung lesen, sich Videos anschauen, wie man damit trainieren kann. Und dann das eben in der Praxis umsetzen. Denk aber immer dran. Erst Trompete spielen, das heißt, du hast ein Einspielprogramm, du hast ein Technikprogramm, du hast Etüden, du hast Literatur, die du trainierst, du hast Flexibilitätsübungen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eben Höhentraining noch dazu. Mach das Höhentraining nie ganz am Anfang von deinem Trompete üben, denn dann bist du ja schon für die nächsten Übungen so belastet, eventuell schon platt. Deswegen immer einen sinnvollen Aufbau gestalten, der dich eben dann, sagen wir mal, 30 Minuten beschäftigt. Ne? Du hast eine Einspielphase und so weiter und so fort. Und dann hast du eben obendrauf nochmal dieses Höhentraining. Und wenn du dann dem Ganzen noch eine Schippe draufsetzen willst, dann nimmst du eben Bleistift, Pete etc. pp. Und machst nochmal 2-3 Minuten Kontraktionsübungen, Anspannungsübungen. Ne? Dieses entweder anspannen und in der Spannung bleiben oder anspannen, entspannen, anspannen, entspannen und so weiter und so fort. Leg dir einen guten Trainingsplan zurecht und dann wirst du sehen, dass du in einem Zeitfenster von, sagen wir mal, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten, einem halben Jahr also, auf jeden Fall Fortschritte erzielen wirst. Versuch aber nie was zu erzwingen, sondern mach's immer zu einer gewissen Menge, von einem gewissen Zeitraum. Und dann kommt eben die Regenerationsphase, wo sich einfach dein ganzes System erholen kann. Achte auch immer darauf, dass du dich wieder relaxst, lockerst. Nicht immer nur in die Anspannung gehen, sondern ganz bewusst auch in die Entspannung, in die Lockerheit. Und dann wirst du sehen, dass du auf einem gewissen Zeitraum sehr gute Erfolge damit erzielen wirst. Achte immer darauf, wie klingt's, wie stimmt's, wie fühlst du dich dabei und was sind die Erfolge. Und wenn du Erfolge hast, dann schreib sie dir ruhig auf oder unterhalte dich mit deinen Kollegen. Das ist immer eine super Sache und auch ein positives Gefühl, was uns letztendlich unterstützt und auch dranbleiben lässt. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von dem Video gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.